Ich bin mal wieder auf dem Testfeld unterwegs und heute komplett nochmal auf Silage gegangen. Das Ganze jetzt hier allerdings ein bisschen im Schnellvorlauf, damit man dann auch die wichtigsten Infos bekommt. Lohnt es sich immer noch mit der Silage und dem Grasanbau? Also, ich bin jetzt hier schon das ganze Jahr unterwegs. Und zwar schön alle paar Monate hier am Einsammeln bzw. alles wieder fit machen. Wir gehen das gleich alles nochmal schön Stück für Stück durch, damit das hier auch alles wunderbar läuft und damit man das auch gut nachvollziehen kann. Komplettes A bis Z fürs Gras machen. Wieder hier auf meinem Testfeld auf Feld, was war das, 58? Gucken wir mal eben. Genau, 58 und zwar mit einer Größe von 0,86 Hektar, das Gesamtfeld. Das Feld an sich ist, glaube ich, dann sogar noch mal ein bisschen kleiner. Ja, hier geht das los. Komplett die ganze Zeit hier mit der Silage bzw. mit dem Gras. Ich sammle auch die ganze Zeit hier ordentlich alles ein und wir zählen gleich mal durch, wie viel das in Gänze ist. Gucken wir mal eben, der Ballenzähler ist jetzt gerade bei 45 Ballen übers Jahr gerechnet. Und dadurch, dass wir ja sämtliche Fruchtarten auch immer aufs Jahr rechnen, also Mais und Co. oder sogar hier die Pappeln, die werden ja auch dann immer übers Jahr beziehungsweise sogar noch länger reif. Also brauchen wir natürlich auch ein ganzes Jahr und müssen das natürlich dann auch hier beim Gras mit allen Ernten vergleichen. Was natürlich hier im Moment immer noch ein bisschen nervig ist, das einzelne Abladen. Aber es geht. Ich habe mir hier den ganz großen den riesen Mähdrescher hier, den Rasen, komme ich da hin? Ne, komme ich gerade nicht hin. Also den großen Mäher geholt, schnell hier drüber gefahren, ordentlich eingeschwadert alles. Und dann geht das hier auch relativ schnell auf dem kleinen Feld. Es ist ja einfach auch nur, um zu sehen, um das ein bisschen zu vergleichen. Immer auf dem gleichen Feld, immer das ganze Feld komplett eben voll gemacht und immer möglichst gut, möglichst fit gemacht sozusagen das Feld, damit der Ertrag eben noch geboostet ist. Ich glaube, ich bin hier so bei 97%. Na, jetzt ist hier natürlich gerade abgeerntet. 97% Ertragsbonus hatte ich, glaube ich, schon wieder. So, schön hier ein Ball nach dem anderen. Ja, wir verbrauchen natürlich jetzt beim Silage machen die ganze Zeit hier die Wickelrolle, die Wickelfolie und die Netze. Die müssen wir natürlich auch immer noch jetzt mit berechnen. Wobei das jetzt nicht so wahnsinnig teuer ist. Aber ja, es ist ein kleiner Kostenfaktor. Und wir haben natürlich die Arbeit. Das muss man natürlich hier auch alles machen. Immer mal wieder. Also ernten, beziehungsweise wir fangen gleich mal an, machen das mal Stück für Stück, damit man das Gras von A bis Z einmal hat. An für sich geht das Ganze natürlich los damit, dass man das gesamte Feld erstmal fit macht. Von der Basis her müssen wir das ja fit machen. Ne? Also den Boden einmal schön drüber kalken, wenn das Feld das benötigt. Dann vielleicht nochmal düngen das Ganze. Mit dem Grubber natürlich auch nochmal drüber. Und dann muss das Ganze auch noch gewalzt werden. So, und dann wächst das erste Mal. Ich habe mir das alles nochmal hier ein bisschen notiert. Also, angefangen im März. Im März geht es los. Und dann säen wir hier quasi das Feld einmal ein. Nach dem März haben wir dann 2 Monate Zeit. Gucken wir hier mal eben rein. Also, wir starten mit dem Gras. Haben wir das Gras hier mit drin? Da ist es. Da oben haben wir es. Genau. Im März geht es los. Dann haben wir 2 Monate weiter Zeit und können dann im Mai das erste Mal schon wieder ernten. Ist schon mal nicht so schlecht. Das heißt, wir haben Mai, dann haben wir Juli, dann haben wir September und wir haben November. Das sind die Monate, wo wir immer ernten können. Ist schon mal nicht schlecht. Wir haben 4-mal das Ganze, haben allerdings auch 4-mal dann die Notwendigkeit, das erstmal zu machen. Also wir müssen für den gleichen Ertrag sozusagen oder für den gleichen Umsatz, wenn man das irgendwie vergleicht mit anderen Umsatz, das Ganze natürlich dann 4-mal hier machen. Und wir müssen dann das Ganze eben auch nicht nur
abernten, einmal drüber fahren und alles schneiden, dann einsammeln und wickeln und so weiter, sondern wir müssen das Ganze natürlich auch danach nochmal walzen. Denn wenn wir hier die Walze verwenden, haben wir nach dem Abernten, wir können das gleich mal hier kurz vergleichen, das Walzen ist quasi wie so ein Düngen. Hier ist es jetzt 50% gedüngt und jetzt walzen wir hier einmal schön drüber. So, einmal ausfahren das Ganze. Es gibt auch zurzeit nur eine Walze. Mal gucken, ob irgendwann noch ein paar Mods kommen. Runter damit. Und jetzt walze ich hier aber mal nur hier vorne so ein Stückchen. So, ich glaube, man sieht auch schon so einen Unterschied. Ne, es sieht immer so ein bisschen anders aus von der Färbung. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Es ist hier ein bisschen dunkler jetzt. Das Gras mag es platt gedrückt zu werden und schon haben wir hier 100% gedüngt. Ja, und das muss man eben auch nochmal machen. Also komplett einmal drüber fahren und alles düngen. Und dann kann man das Ganze, ja, wie gesagt, 4-mal machen. 4-mal im Jahr. Und dann kommen wir hier natürlich auf wirklich große Mengen. Jetzt schaue ich mir das gerade mal eben an. Wir haben jetzt hier drin 3500 Liter. 3500 Liter pro Ballen. Und jetzt sammle ich die mal alle ein, gucke mir das alles nochmal im Detail an, wie viele das jetzt auch wirklich sind, zähle das nochmal durch. Ich hoffe, dass das hier so einigermaßen stimmt mit dem Ballenpressding, mit dem Ballensammelgerät. Ja, aber ich zähle das dann lieber nochmal nach, kontrolliere das nochmal eben, dass wir da eine genaue Literzahl haben. So, alle Ballen sind gezählt. Ich vergleiche das gerade nochmal eben. 49 steht hier. Ich komme leider nur auf 48, denn ich habe tatsächlich durch die Möglichkeit hier die Ballen anzuheben, ich habe das über die Konsole eingestellt, damit das alles hier schneller geht, habe ich jetzt gerade einen unter die Erde geglitscht. Das ist natürlich mies, also einen muss ich gleich nochmal nachlegen, aber ich komme hier dann in Gänze jetzt eben auf 49 Ballen und die rechnen wir jetzt mal hoch. So, damit kommen wir bei den Ballen auf eine Literzahl von 171.500. Und zwar nur die Ernte, auch exakt, wie gesagt, nur das Feld. Man kann wahrscheinlich, also ich würde sagen, man kriegt vielleicht pro Ernte nochmal 2 Ballen mehr für den Rand noch hin. Hier ist ja einiges an Rand. Ich würde sagen, ja, rechnen wir mal. Die rechne ich jetzt nicht mit, aber theoretisch, wenn du das Feld hier nimmst und man macht natürlich den Rand, macht man natürlich auch noch hier mit sauber und macht das hier alles schön und nimmt natürlich hier das Gras auch noch mit. Habe ich jetzt 4-mal natürlich nicht gemacht. Das heißt, die Ballen hätte man wahrscheinlich noch mehr und würde dann dementsprechend noch mal ein paar Liter mehr machen. Aber so komme ich jetzt bei den 49 Ballen auf 171.500 Liter. Gar nicht so schlecht. Ja, jetzt müssen die natürlich, da haben wir es, Gärung läuft. Jetzt müssen die natürlich gären, die Ballen. Denn wir wollen das Ganze dann natürlich ja auch verkaufen zum Höchstpreis. Wenn wir hier gucken, Gras bringt maximal im Januar, wenn wir es nur als Gras verkaufen, für 1000 Liter 150 €. Ist jetzt nicht so viel. Wenn wir das dann im Januar verkaufen und wir würden es nach dem Mähen auch nochmal schön locker flockig aufwirbeln, damit das schön trocknet, dann hätten wir Heu. Dann haben wir immerhin für den einen Arbeitsschritt mehr 186. Ja, ich sag mal, zum Verfüttern haben wir ja hier im Koop-Modus, kommt übrigens wieder eine neue Folge raus, hier mit dem Underwater Frank. Da haben wir dann im Koop-Modus ja auch Heu gemacht. Das ist natürlich effektiver zum Verfüttern, also kann man natürlich schon machen, aber so richtig effektiv ist das natürlich auch noch nicht. Ja, und dann haben wir hier die Silage und die Silage, nicht schlecht. Das sieht so aus, als ob wir hier, ist das hier der Höchstpreis? Das sieht auch hier fast im Dezember, Januar noch höher aus.
Aber da sind wir auf jeden Fall mal gut bei dem Doppelten. Also 360, 370 Euro so herum. Und da warte ich jetzt erstmal, bis alle Ballen das Maximum erreicht haben. Und vielleicht können wir sie ja dann hier im Mai zu einem sehr guten Preis verkaufen. Ich gucke jetzt gleich nochmal im Dezember rein, wie denn da der Preis ist. Wenn das höher ist, rechnen wir das gleich einfach hoch mit diesem Preis. Ja, hier im Dezember, das sieht ja immer noch relativ hoch aus, beziehungsweise wurde gerade nicht richtig angezeigt. Der höchste Preis hier jetzt gerade bei der Biogasanlage 369 Euro. Da gehen wir trotzdem nochmal weiter in den Januar. Ja, siehst du, so trügerisch können diese Anzeigen sein. Gerade ging es noch steil nach oben und jetzt im Januar droppt das Ganze drastisch. Also runter vom Preis. Wir sind beim höchsten Preis jetzt hier beim Viehhandel. 362, ich notiere mir das nochmal, 362 nochmal weiter runter. Das Ganze gärt ja eh noch ein bisschen. So, gerade nochmal durchgeschaut. Ich glaube, die Gärung, ja, die ist überall komplett durch. Wenn du das genau weißt, auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, wie lange das gärt. Ob das 2 Monate sind. Ich habe, glaube ich, jetzt 2 Monate ja weitergemacht. Damit ist, glaube ich, alles, ja, alles abgeschlossen. Also wir haben überall komplett Silage stehen und eben die kompletten 3500 Liter überall. Das passt. Apropos komplett, hatte ich hier nicht sogar noch was drin? Hier sind tatsächlich noch ein paar Liter drin. Na guck. Also, kriegen wir das hier noch rausgeladen? So, unfertigen Ballen abladen, da haben wir es. Also 2000, die müssen wir noch gleich mit dazu rechnen, weil dann haben wir es natürlich erst korrekt hier. So, da wieder abgeschnitten. Da haben wir es doch. Also, den nehmen wir natürlich auch noch mit dazu. Der gärt natürlich jetzt leider nochmal. Der war noch nicht fertig. Also, hier haben wir natürlich nochmal plus 2224, das macht 173.724. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Alles schön nur von dem Acker. Das passt doch. Ja, trotz allem, ich gucke nochmal weiter, wie das ist von den Preisen, denn wir wollen ja zum Höchstpreis verkaufen. Na guck, also, jetzt habe ich es doch selber noch einfach rausgekriegt. Nach einem Monat, also einen Tag weiter, ist das Ganze jetzt hier schon bei 99%. Heißt also, wenn wir jetzt noch ein paar Stunden weitermachen, zack, haben wir da auch die 100% schon erreicht. Also, es braucht exakt einen Monat weiter. Im Folgemonat ist quasi in diesem Ballen hier aus Gras schon Silage geworden. Das ist doch eine gute Info. Jetzt habe ich noch nicht reingeschaut. Wir sind im Februar. Die Preise sind okay, sind tatsächlich ganz okay im Februar. Jetzt warte ich natürlich auf den Mai, ne? Ja, und da sind wir im Mai und ich muss sagen, das ist jetzt gar nicht so der Riesenunterschied. Was man aber wirklich sagen muss, dieser Graph, der Verlauf hier unten, entweder variiert das wirklich von Jahr zu Jahr, aber die Anzeige, wie das gerade rauf und runter geht, stimmt so gut wie gar nicht damit überein, was dann wirklich am Ende da an Preisen rumkommt. Auch wenn es mal in einem tiefen Loch ist, kann es dann am nächsten Monat, wenn man dann in dem Monat ist, deutlich höher sein. Also da stimmt irgendwas vielleicht noch nicht so ganz. Und auch jetzt haben wir hier, naja, genau um 1 Euro den höheren Preis im Vergleich zum was war es? Februar war es? Nee, Dezember hatten wir hier. Dezember 369, jetzt haben wir da oben 370 beim Bauernmarkt. Also 370 Euro. Das nehmen wir jetzt einfach mal an und verkaufen jetzt. So, jetzt laden wir hier mal schnell die ganzen Ballen drauf. Ich muss ja sagen, ich bin ja heilfroh, dass es solche Optionen gibt hier, um mal eben solche Tests durchzuführen. Zack, dass man sowas einfach machen kann. Im Normalgame bin ich ja nicht so der Fan von, wenn man da wirklich das Ganze spielt und auch als Simulation das Ganze hier machen will. Dann bin ich ja schon auch ein Fan davon, hier schön mit dem Gabelstapler oder sowas hier rumzuhantieren. Aber für solche Tests, ja,
bin ich da doch ein Fan von, das mal eben schnell machen zu können. Übrigens immer noch ein komischer Bug. Irgendwie kommt der Schnee nicht hinterher. Wir sind im Mai und dadurch, dass man mal schnell ein paar Monate vorspult, landen hier ratzfatz oder kommt der Schnee erst so verspätet hier an und dann ist ja auf einmal alles voll mit Schnee. Ja, jetzt gucke ich mal, wie viele Ballen ich noch drauf kriege, damit wir hier nicht so viele Touren fahren müssen. Und dann kommt das hier gleich alles schön ab zum Bauernmarkt. Warte mal, jetzt machen wir die Ballen erstmal wieder ab. Die Spanngurte. So. Na, da sind sie. Ne, sind sie nicht. So, bevor mir das jetzt alles umkippt, rein in die Karre, Spanngurte wieder drauf und dann fahren wir mal eben die erste Fuhre weg zum Bauernmarkt. Und da sind wir auch schon. Also 5 mal 6, 30 Ballen also jetzt hier drauf. Hier sagt er gerade 10.300 irgendwas Krummes. Ah, ich habe hier den halben Ballen mit dabei, ne? 103.725 Liter sind es. Also, laut Anzeige, jetzt machen wir das mal eben auf. Zap, zarab, zarab. Erster Verkauf 39.811. Sehr schön. So, und der letzte Ballen, der kommt auch noch drauf. Einfach mal schnell nochmal draufgeschmissen hier. Die warten ja auch schon alle. So, zack, Spanngurte drauf. Das ist ja immer das Beste mit den Spanngurten, ne? Ich liebe sie. Und dann schnell wieder zurück zum Bauernmarkt. Ein Ballen müssen wir nochmal extra rechnen. Also 1342. Denn die sind ja leider weggebackt und wir wollen ja hier eine vernünftige Durchzählung, eine vernünftige Aufzählung haben von allen Preisen, die wir bekommen hätten bei dem ganzen Feld. Und die gehen auch nochmal alle weg. Das heißt, da haben wir nochmal 23.949. Ja, und damit haben wir dann die Zahl einmal komplett. 65.444 Euro. Das ist doch nicht schlecht. Also, das ist doch ein wirklich, wirklich guter Preis, wenn man Bock hat eben auf das Silage machen und wenn man eben Bock darauf hat, dass man kontinuierlich auch ein bisschen was zu tun hat. Dann kann man sowas doch ganz gut machen. So, ich bretter mal mit der übertriebenen Maschine hier wieder zurück aufs nächste Testfeld. Wenn du noch eine Idee hast, was ich testen kann hier auf dem Testfeld, gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Es gibt schon einige Tests, auch in den YouTube Shorts zum Beispiel. Da einfach mal reingucken. So, es rutscht tatsächlich ein bisschen, ne, beim Schnee. Ja, und hier haben wir es hier schon wieder erntereif. Na klar, also es ist Mai, es könnte jetzt einfach wieder von vorne losgehen. Ich müsste allerdings nochmal hier walzen und düngen und so weiter und das Feld wieder fit machen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.